Hallo zusammen, ihr Lieben. Heute Samstag, Auswahl Orakel. Eine Nachricht wartet hier auf dich. Du hast die Möglichkeit hier zwischen dem roten oder dem silbernen Buddha zu wählen. Da ich vor der Kamera auslege, dauert es einen Moment. Ups, okay. Die Karte ist mir jetzt hochgeschnipst. Also hier kann es tatsächlich für alle drum gehen, dass man hier sich vielleicht Gedanken um Kinder macht. Und hier speziell steht jetzt Sohn drauf, aber für mich ist das jetzt nicht so relevant. Es geht einfach darum, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass auch unsere Kinder die Welt entdecken, ihre Erfahrungen machen und dass wir uns vielleicht sorgen und das nicht nötig ist. Vielleicht auch nicht in dem Maße. Ne? Alles leichter gesagt als getan. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass das alles so leicht wird. Ne? Okay. Machen wir mal weiter. Ich muss mal gucken, dass ich hier wieder ein paar Karten an den Start hole, die ich wieder lange nicht genommen habe, weil nicht griffbereit. Ich würde euch gern was erzählen, aber mir fällt nichts Vernünftiges ein. Also deshalb schweige ich jetzt mal. Okay, dann lassen wir das mal so. Und ihr dürft wählen, ich darf wählen und ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde diesen hier nehmen, den silbernen. Gucken wir. Okay, was wir hier gesagt kriegen, ist Folgendes. Ne? Du darfst hier für deine Überzeugungen einstehen, dann ja sagen, wenn du möchtest, dich hier nicht überreden lassen oder mit so einer Gruppendynamik mitschweben, die dir nicht passt. Und ja, denk immer daran, ein Nein zu anderen ist auch ein Ja zu dir selbst. Und hab Vertrauen, hier wird etwas zu deinen Gunsten ausgehen. Vielleicht auch etwas, wo du dich noch behaupten musst oder wo du sagst, ja, das steht mir zu, da weiche ich keinen Schritt ab. Ne? Gut, dann haben wir von den Engeln hier, das ist auch sehr passend, ne? Hier darfst du für dich einstehen, hier wird dein Wunsch erfüllt und hier kommt dann der Engel des Friedens und der sagt dir, die Zeit des Kämpfens ist vorbei, du kannst runterfahren, Frieden kommt in dein Leben, du kannst praktisch so dein Schwert niederlegen. Dann haben wir die 6 des Wassers hier und hier geht es sehr stark um die Vergangenheit und das, was man aus ihr macht. Die Geschichte deiner Kindheit, etwas, was mit Kindern zu tun hat, das hatten wir ja vorher auch schon als Hauptthema rausfallen. Und hier geht es darum, dass man vielleicht etwas anders bewertet, als es wirklich war. Es kann auch ein Kampf aus der Kindheit sein oder ein Problem mit Kindern. Etwas, was in der Vergangenheit sehr stark gewogen hat. Ja, und manche neigen dazu, das mit Nostalgie zu belegen. Die anderen, die reden sich das schlimmer, als es war.
Die Erinnerung spielt eine große Rolle. Man verklärt, glaube ich, mit den Jahren sehr viel. An manches kann man sich aber dennoch ganz gut erinnern. Und vielleicht hat es mit dem Thema sich selbst behaupten zu tun, ne? Dass du hier so einen Lebenskampf gehabt hast, mit dem du immer wieder gekämpft hast für das, was dir zusteht, für das, was du erreichen wolltest. Und hier kommt es jetzt in diese Sphäre, wo man sagt, okay, ich habe das nicht mehr nötig, das, was ich brauche, das kommt auf mich zu. Hier auch wieder sehr passend, du hast hier oder wir haben hier die Kindertage und hier mit dem Wolf das Thema Familie. Möglicherweise geht es hier auch um eine Geschichte, die mit deiner ganzen DNA zu tun hat. Und hier geht es tatsächlich auch darum, dass man jemanden hat, der hinter einem steht. Ne? Ob das jetzt die Verwandtschaft ist oder ob das die Wahlverwandtschaft ist, also Freunde. Und hier stellt man wahrscheinlich auch fest, dass Wahlverwandtschaft manchmal die bessere Familie ist oder eben die man sich selbst aussuchen kann, wo man Vertrauen hat, wo man die Wahrheit zum Ausdruck bringen kann. Und der Wolf ist ja hier auch noch drauf als Tier oder als Schlagwort. Und das soll uns daran erinnern, dass gerade diese Tiere in hohem Maße sozial und loyal sind. Und für die Wölfe bedeutet die Familie alles. Jedes Mitglied des Rudels hat einen Platz. Ne? Die Familienstruktur ist ersichtlich. In Reih und Glied wäre so ein Wort auch. Ne? Wer stellt sich wo an welche Reihe? Die Wölfe können auch gut kommunizieren und Körpersprache einsetzen. Und sie stehen füreinander ein, auch als Erwachsene noch. Und ich glaube, das ist hier eine sehr, sehr tiefgründige Sache. Tiefgründiger, als ich sie euch jetzt eigentlich erklären kann. Denn hier speziell geht ein großer Kampf zu Ende, der dich vielleicht auch verfolgt, seit du Kind bist. Und es geht darum, einen Platz zu finden, der dir zusteht. Ja? Im Prinzip ist es so, manche sind als Kinder verurteilt worden, nur weil sie die Wahrheit ausgesprochen haben und haben sich so irgendwie einen Platz zuweisen lassen. Und um diese Geschichte geht es. Ne? Also da kannst du hier bald dein Schwert niederlegen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und hier hast du dir auch ein Umfeld erschaffen, das dich mitträgt. Ich kenne das selber auch von mir. Also das ist ein Prozess, wo ich über Jahre gebraucht habe, das zu überwinden, dass du verurteilt wirst, weil du eine Wahrheit aussprichst, die niemand hören kann, will oder ertragen kann, zum Beispiel. Und das weiterhin durchzusetzen und das auszuhalten, dass du dafür verurteilt wirst, ist keine leichte Sache. Wenn da hier Frieden reinkommt, wäre ich sehr zufrieden. Ne? So, jetzt sehen wir hier, dass wir vielleicht ein bisschen Zweifel haben. Vielleicht werden wir auch tatsächlich, der Fuchs, der sagt auch immer was über das Thema Ehrlichkeit aus. Und wir haben jetzt so langsam diese Bewegung, wo wir es nicht nötig haben, irgendwelche Sachen zu verbreiten, die nicht unserer Wahrheit entsprechen. Und hier nehmen wir eine Bewegung, die geht komplett raus aus dem, was nicht Wahrheit ist oder vielleicht auch falsche Dinge, ne? Falschheit. Wir haben hier von den Merlin-Karten die Wege der Verliebten. Hier geht es eigentlich um das Gefühl, das Spüren von Liebe, das man ja hier auch vielleicht mal nicht so hat, wenn man nicht getragen im familiären Umfeld ist. Und sich hier wieder zu öffnen, die Einheit zu allem und jedem zu verspüren. Und auch dieses Gefühl von, ja, ne, alles ist gut, ich fühle mich geliebt, darf hier wieder mehr ins Leben kommen. Die Eule sagt dir hier Folgendes noch. Trage deine Narben mit Würde, sie machen dich zu dem, der du heute bist. Cool, auch sehr passend. Ich bin mega zufrieden mit dem Stapel. Es geht nicht immer nur um Geld, Beruf und was weiß ich. Manchmal ist auch ein persönliches Schwert niederzulegen eine Riesenerleichterung.
Obwohl es da ja auch oft die Jahre machen, ne? Wo es besser wird. Auch hier auf dieser Seite, ihr erinnert euch, die Hauptkarte ist Sohn. Bei der anderen Seite hatten wir Kinder als Thema, Familie als Thema. Und auch hier haben wir wieder Kinder, ne? Verbindungen zu Kindern sind ein Teil deines Lebens oder auch des Lebenssinns. Und hier hast du den Sommer als zentralen Monat. Hier kann es natürlich um gute Energien gehen, die du für deine Kinder erbittest, oder dass Kinder hier einen erfolgreichen Start hinlegen, einen Umbruch. Und ja, dass das dir so allgemein als Thema vorgegeben ist. Vielleicht auch für dich selber, dein inneres Kind zu cooldownen, frisch zu nähren, oder aber Dinge, die du vielleicht auch neu beginnst, hier zeitnah umzusetzen. Spannend ist auch hier wieder der Engel der Herzenssehnsucht. Hier geht es danach, dass man das, was man Traum oder Sehnsucht nennt, auch lebt, ja, und dass einen genau diese Träume und Sehnsüchte auch auf den Plan zurückbringen, für den man eigentlich angetreten ist, ne? Guckt mal, ihr habt hier den Frosch, der steht für das Thema Erneuerung, was ja hier auch passt, Neuanfang, ne? Kinder, etwas Neues beginnen. Speziell beim Frosch geht es ja auch nochmal um die Entwicklung des Frosches, also Ei, Kaulquappe, Amphibie, was dann wiederum heißt, ne, Auferstehung, Transformation, Erneuerung. Und hier kommen tiefgreifende Prozesse, die sich erneuern, die dann hier vielleicht auch mehr für deine Sehnsüchte stehen. Du kannst jeden Tag neu beginnen, egal was in der Vergangenheit war. Es erinnert uns, dass wir uns mit guter Energie so gestärkt oder erfrischt auch wieder auf den Weg des Durchstartens machen. Uns erinnert uns aber auch, dass wenn wir immer das tun, was wir schon immer getan haben, auch das erhalten, was wir immer erhalten haben, ne? Hier wird auch gesagt, dass Glück im Überfluss da ist und dass es auch auf dich wartet, ne? Du kannst dir hier nochmal über den Frosch speziell Gedanken machen. In manchen Traditionen steht er für Geburt, in manchen für Genesung, in manchen auch für Medizin an sich, ne? Und in China zum Beispiel für Wohlstand, gute Geburten und viel Glück. Also spannend, spannend, spannend. Ja, und dann kommt hier gleich die 10 der Erde, ne? Ein ausgesprochenes, gutes, glückliches Leben, auch mit deinen Lieben, finanzielle Sicherheit, sich von kleinen Dingen des Lebens verzaubern lassen. Perfekt, ihr Lieben. Veränderungen, eure eigene Größe zu leben. Veränderungen, die stark machen. Veränderungen, Neubeginn, die Vergangenheit auch nochmal geklärt hinter sich zu lassen. Mit Vertrauen in die Veränderungen gehen. Guckt mal, hier kommt Erneuerung und hier kommt die Quelle der ewigen Jugend. Das ist doch mega. Ich liebe das am Kartenlegen. Also, du hast es verdient, vom Wasser des ewigen Lebens zu trinken, das dich jetzt und für immer durchströmt. Hier wird praktisch die Quelle angezapft. Hier kannst du dich rundum reinwaschen und erneuern und dich inspirieren lassen, auch emotional. Und die kleine Eule sagt dir noch, du bist traurig, frustriert, deprimiert. Wenn du deine wahren Gefühle offen zeigst, ist das nicht schlimm. Im Gegenteil, du bist so stark, dass du keine Maske brauchst. Also hier wird auch die Resilienz angesprochen, die man schon hat, ne? Wo man so mit diesem Gefühl, was juckt mich das, was andere in mir sehen, gestärkt ist, wo einen das alles nicht mehr so umschmeißt, ne? Und hier wird wirklich so eine Sache angezeigt,
die dir erfolgreich auf einen Weg verhilft, in die Fülle auch und in diesen ewigen Prozess von manchmal ist es so, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Und dieses zu akzeptieren und auch anzunehmen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Morgen am Sonntag gibt es wieder das Sonntagsgoodie. Ich drücke euch. Bis bald.